Lektion 1: Klima im Bergtal. Oben im Tal herrscht das typische Klima einer Bergregion. Das klingt wunderschön. Ich wette, es ist ganz anders als das Tal unten. Ja, es ist viel kühler und überall gibt es oft immergrüne Bäume. Ich liebe immergrüne Bäume. Sie verleihen der Landschaft eine schöne Note. Genau. Auch die frische Luft dort oben ist belebend. Ich würde gerne in einer solchen Umgebung wandern. Es muss atemberaubend sein. Definitiv. Die Aussicht von oben ist den Aufstieg wert. Planen wir eine Wanderung, um diese Schönheit aus erster Hand zu erleben. Ich kann es kaum erwarten. Es wird ein unvergessliches Abenteuer sein. Lektion 2: Arbeitsbedingungen. Sie mussten viele Stunden zu sehr niedrigen Löhnen arbeiten und in Slums leben. Das ist herzzerreißend. Es ist kaum zu glauben, dass Menschen solche Strapazen ertragen. Ja, es unterstreicht die Notwendigkeit besserer Arbeitnehmerrechte und Schutzes. Absolut. Jeder hat es verdient, in einem sicheren und fairen Umfeld zu arbeiten. Es ist wichtig, das Bewusstsein für diese Probleme zu schärfen, um Veränderungen voranzutreiben. Ich kann nur zustimmen. Interessenvertretung kann zu besseren Lebensbedingungen führen. Unterstützen wir Organisationen, die sich für eine Verbesserung dieser Situationen einsetzen. Das ist eine tolle Idee. Gemeinsam können wir etwas bewirken. Ich setze mich dafür ein, Teil der Lösung zu sein. Lektion 3: Erfolgreicher Vertrieb. Bald wurde er ein erfolgreicher Vertreiber einer Kartoffelchips-Marke. Das ist beeindruckend. Wo wurden sie hergestellt? Sie wurden in Atlanta, Georgia, hergestellt, das für seine guten Snacks bekannt ist. Ich liebe einen guten Kartoffelchip. Was hat ihn erfolgreich gemacht? Sein Engagement für Qualität und seine großartigen Marketingstrategien haben wirklich geholfen. Das macht Sinn. Die Menschen lieben leckere Snacks, die gut beworben werden. Genau. Es zeigt, wie Leidenschaft und harte Arbeit zum Erfolg führen können. Lassen Sie uns beim nächsten Mal mehr über Unternehmertum diskutieren. Das würde mir gefallen. Aus Geschäftsgeschichten lässt sich so viel lernen. Lektion 4: Wetterausreden. Sie sagten, es liege am schlechten Wetter, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen glauben kann. Das ist interessant. Was hat Sie an Ihrer Erklärung zweifeln lassen? Es schien, als sei das Wetter schön, aber Sie bestanden darauf, dass es zu gefährlich sei. Manchmal nutzen Menschen das Wetter als Ausrede für andere Probleme. Genau. Es ist wichtig, nach den wahren Gründen für Entscheidungen zu suchen. Ja, Transparenz ist der Schlüssel in der Kommunikation, insbesondere im Geschäftsleben. Behalten wir die Entwicklung der Dinge im Auge und sammeln wir weitere Informationen. Vereinbart. Es ist immer gut, informiert zu bleiben und Unstimmigkeiten zu hinterfragen. Ich schätze Ihre Meinung dazu, es hilft mir, kritisch zu denken. Lektion 5: Europäische Gesetze. Für Europa könnte es sein, dass unsere Gesetze davon abhängen würden, wie die albanischen Mitglieder abgestimmt haben. Darüber kann ich mich nicht beschweren, denn es spiegelt ihren demokratischen Prozess wider. Genau. Jede Stimme zählt, insbesondere bei der Gestaltung der künftigen Politik.
Es ist interessant zu sehen, wie sich verschiedene Länder gegenseitig beeinflussen. Ja, und es ist entscheidend für die Stabilität der Region. Ich glaube, dass Zusammenarbeit zu stärkeren Allianzen führen kann. Absolut. Lassen Sie uns weiter darüber diskutieren, wie sich diese Dynamik auf Europa auswirkt. Das würde mir gefallen. Für uns ist es wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen. Gemeinsam können wir mehr über internationale Politik erfahren. Lektion 6, Übungsroutine. Hey, hast du in letzter Zeit deine Trainingsroutine eingehalten? Ich habe versucht, bei meinen Trainingseinheiten konstant zu bleiben. Das ist toll zu hören. Welche Art von Übungen haben Sie gemacht? Meistens eine Mischung aus Cardio- und Krafttraining, es hält die Dinge interessant. Ich mag diesen Ansatz. Es ist wichtig, verschiedene Muskelgruppen zu trainieren. Genau. Seit ich angefangen habe, fühle ich mich stärker und energiegeladener. Das ist fantastisch. Hast du ein Lieblingstraining oder einen Lieblingskurs? Ich genieße Yoga wirklich, es hilft bei Flexibilität und Entspannung. Yoga ist wunderbar. Lass uns irgendwann einmal gemeinsam eine Trainingseinheit planen. Lektion 7, Einträge durchsuchen. Das stimmt. Ich fange an, die Angebote durchzusehen und die Preise zu vergleichen. Gute Idee. Es ist immer klug, nach den besten verfügbaren Angeboten zu suchen. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass ich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekomme. Haben Sie ein Budget für das festgelegt, was Sie ausgeben möchten? Ja, ich habe einen bestimmten Bereich im Auge, damit ich mich konzentrieren kann. Das ist eine großartige Möglichkeit, zu hohe Ausgaben zu vermeiden. Ich stimme zu. Es hilft mir, meine Optionen effektiver einzugrenzen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe bei der Suche benötigen. Danke. Ich werde mich auf jeden Fall bei Ihnen melden, wenn ich Fragen habe. Lektion 8, Zimmerservice-Anfrage. Hallo, wissen Sie, ob dieses Hotel Zimmerservice hat? Ja, das tun Sie. Es ist sehr praktisch, wenn Sie in Ihrem Zimmer entspannen möchten. Das ist fantastisch. Ich liebe die Idee, eine Mahlzeit zu genießen, ohne wegzugehen. Genau. Es ist perfekt für entspannte Tage oder Snacks am späten Abend. Wissen Sie, welche Menüoptionen Sie anbieten? Ich glaube, es gibt eine große Auswahl an Gerichten, vom Frühstück bis zum Abendessen. Das hört sich köstlich an. Vielleicht bestelle ich etwas Besonderes, wenn wir ankommen. Toller Plan. Es ist schön, sich ein wenig Wohlfühlessen zu gönnen. Ich kann es kaum erwarten, es während unseres Aufenthalts auszuprobieren. Lektion 9, kanadische Erfahrung. Bei Ihrem Besuch essen Sie kanadisches Essen und erfahren, wie es ist, in einem kanadischen Haushalt zu leben. Das klingt nach einem wunderbaren Kulturerlebnis. Ja, es ist faszinierend zu sehen, welche Rolle Essen in Traditionen spielt. Genau. Kanadische Gerichte können sehr vielfältig und lecker sein. Sie können alles probieren, von Poutine bis hin zu Buttertörtchen. Das sind einige meiner Favoriten. Es ist großartig, solche Lebensmittel zu teilen. Ich stimme zu. Essen bringt Menschen zusammen. Planen wir bald ein Abendessen mit kanadischen Gerichten.
Das würde mir gefallen. Es wird eine unterhaltsame Art sein, die Kultur zu feiern. Lektion 10. Transportpläne. Ihre Mutter wird mich nach Hause fahren. Die Fahrt dorthin dauert etwa 1,5 Stunden. Das ist nett von ihr. Es ist immer toll, jemanden zu haben, der einen fährt. Ja, ich weiß das zu schätzen. Es erspart mir den Ärger mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich zu unterhalten und auszutauschen. Absolut. Wir können über all die lustigen Dinge reden, die wir zusammen gemacht haben. Das hört sich herrlich an. Roadtrips können ein tolles, verbindendes Erlebnis sein. Sicher. Ich werde darauf achten, Snacks für die Reise mitzubringen. Gute Idee. Snacks machen das Reisen immer angenehmer. Ich kann die Heimfahrt kaum erwarten. Lektion 11. Vorfall im Geschäft. Einmal nahm ich sie mit in ein Geschäft und ließ sie auf einem Regal stehen. Oh nein. Was geschah als nächstes? Wir waren auf halbem Weg nach Hause, als mir klar wurde, dass ich sie vergessen hatte. Das muss eine ziemliche Panik gewesen sein. Wie bist du damit umgegangen? Ich eilte zurück zum Laden und hoffte, dass sie noch da war. Ich kann nicht glauben, dass du sie im Regal gelassen hast. Ging es ihr gut? Zum Glück ging es ihr gut und sie wartete nur auf mich. Was für eine Erleichterung. Das ist sicher eine Lektion, die man gelernt hat. Definitiv. Jetzt achte ich darauf, sie immer im Auge zu behalten. Lektion 12. Kleiderkauf. Ja, ich habe ein wunderschönes Kleid gekauft. Es passt perfekt und die Farbe ist toll. Das ist wunderbar. Welche Farbe hast du gewählt? Es ist ein wunderschöner Blauton. Ich dachte, es würde gut zu meinem Stil passen. Blau ist so eine schmeichelhafte Farbe. Ich kann mir vorstellen, wie schön es an dir aussieht. Danke. Ich kann es kaum erwarten, es zu einem besonderen Anlass zu tragen. Haben Sie eine Veranstaltung im Sinn? Ja, es steht eine Hochzeit an, die perfekt dafür geeignet ist. Wie aufregend. Du wirst in diesem Kleid umwerfend aussehen. Ich hoffe es. Ich werde auf jeden Fall viele Bilder machen. Lektion 13. Transportanfrage. Okay, ich werde sie mir ansehen. Wie sieht es mit dem Transport innerhalb der Stadt aus? Es gibt viele Optionen, darunter Busse und Taxis. Das ist praktisch. Ich bevorzuge öffentliche Verkehrsmittel, es ist oft günstiger. Ich stimme zu. Außerdem können Sie sich lästiges Parken ersparen. Genau. Bevor wir losfahren, schaue ich mir die Fahrpläne und Routen an. Das klingt klug. Es wird uns helfen, unsere Tage effizient zu planen. Ich kann es kaum erwarten, die Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erkunden. Ich auch. Es ist eine großartige Möglichkeit, alle Sehenswürdigkeiten aus nächster Nähe zu sehen. Stellen Sie sicher, dass wir einen Transportplan parat haben. Lektion 14. Ananasgeschichte. Mit der Entwicklung der Ananas gerieten immer mehr Gebiete unter westliche Kontrolle. Das ist interessant. Welchen Einfluss hatte das auf die einheimische Monarchie? Es untergrub ihre Autorität erheblich und veränderte ihre Lebensweise.
Ich kann mir vorstellen, wie schwierig das für Sie gewesen sein muss. Ja, es führte zu vielen Herausforderungen für die lokale Bevölkerung. Es ist wichtig, sich an diese historischen Kontexte zu erinnern. Absolut. Sie prägen die Kulturen, die wir heute sehen. Lassen Sie uns diese Themen weiter diskutieren. Sie sind so bereichernd. Das würde mir gefallen. Die Geschichte kann uns immer etwas lehren. Lektion 15: Bedeutung des Schlafes. Ausreichend Schlaf ist entscheidend für unser allgemeines Wohlbefinden. Ich stimme voll und ganz zu. Manchmal fällt es mir schwer, Zeit zum Ausruhen zu finden. Ja, in unserem geschäftigen Leben ist es eine Herausforderung, dem Schlaf Priorität einzuräumen. Ich bleibe oft lange wach, um zu arbeiten oder durch mein Telefon zu scrollen. Das ist ein häufiges Problem. Unser Ziel sollte es sein, Grenzen zu setzen. Definitiv. Die Festlegung eines regelmäßigen Schlafplans könnte hilfreich sein. Genau. Konsistenz ist der Schlüssel zur Verbesserung der Schlafqualität. Erinnern wir uns gegenseitig daran, unsere Schlafziele einzuhalten. Ich bin dabei. Gemeinsam können wir gesündere Gewohnheiten fördern. Lektion 16: Anfrage zur Gewichtsgrenze. Der Komfort dieses Dienstes ist ausgezeichnet. Gibt es eine Gewichts- oder Größenbeschränkung für die Artikel? Ja, es gibt einige Einschränkungen, die auf der Art der Artikel basieren, die Sie versenden möchten. Das macht Sinn. Ich möchte sicherstellen, dass ich die Richtlinien befolge. Normalerweise sollten Pakete ein bestimmtes Gewicht nicht überschreiten, normalerweise etwa 50 Pfund. Gut zu wissen. Und wie sieht es mit den Abmessungen aus? Die maximale Größe für die längste Seite beträgt normalerweise etwa 48 Zoll. Großartig. Ich werde meine Artikel messen, um sicherzustellen, dass sie innerhalb dieser Grenzen liegen. Das ist ein kluger Schachzug. Dadurch sparen Sie Zeit und mögliche Zusatzgebühren. Danke für die Information. Ich schätze Ihre Hilfe bei der Bewältigung dieses Prozesses. Lektion 17: Diskussion über berufliche Zusatzleistungen. Haben Sie andere Vorteile oder Vergünstigungen erwähnt, die ein niedrigeres Gehalt ausgleichen könnten? Ja, das haben Sie. Der Job bringt einige tolle Vorteile mit sich. Das ist interessant. Über welche Vorteile sprechen wir? Sie bieten flexible Arbeitszeiten und zusätzliche Urlaubstage, was attraktiv ist. Die sind wertvoll. Flexibilität kann einen großen Unterschied in der Work-Life-Balance machen. Genau. Sie bieten auch Gesundheitsleistungen und Altersvorsorgepläne an. Das klingt nach einem Gesamtpaket. Es ist wichtig, sowohl Gehalt als auch Sozialleistungen abzuwägen. Absolut. Ein gutes Leistungspaket kann manchmal ein höheres Gehalt aufwiegen. All diese Faktoren werde ich bei meiner Entscheidung auf jeden Fall berücksichtigen. Lektion 18: Historische Innovationen. Räder, die das Boot vorwärts trieben, waren in der Zeit vor Autos und Flugzeugen sehr beliebt. Das ist faszinierend. Es muss eine bedeutende Innovation für den Transport gewesen sein. Ja, diese Räder erleichterten den Transport von Gütern entlang von Flüssen und Kanälen. Ich kann mir vorstellen, dass dies den Handel und die Wirtschaft revolutionieren würde. Genau. Dies ermöglichte einen schnelleren Transport im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Es ist erstaunlich, wie eine so einfache Technologie im Laufe der Zeit große Auswirkungen haben kann.
Absolut. Innovationen wie diese legten den Grundstein für den modernen Transport. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie sich diese Erfindungen entwickelt haben. Lassen Sie uns das nächste Mal einige historische Texte erkunden. Es wird aufschlussreich sein. Lektion 19: Einkaufspräferenzen. Ich werde mir die beiden mal ansehen. Kannst du mir zeigen, wo sie sind? Sicher. Sie sind direkt hier in diesem Gang. Großartig. Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten es gibt. Sie haben eine Vielzahl von Stilen, sodass Sie etwas finden sollten, das Ihnen gefällt. Das ist großartig. Ich habe nach etwas Bestimmten gesucht. Ich hoffe, Sie finden genau das, was Sie brauchen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie meine Meinung hören möchten. Das weiß ich zu schätzen. Beim Einkaufen lege ich immer Wert auf eine zweite Meinung. Natürlich. Es ist schön, jemanden zu haben, mit dem man die Erfahrung teilen kann. Schauen wir sie uns gemeinsam an. Lektion 20: Umweltfreundliche Entscheidungen. Nein, ich kann loslegen. Schnappen wir uns unsere wiederverwendbaren Taschen und machen uns auf den Weg. Das ist eine tolle Idee. Die Verwendung wiederverwendbarer Beutel ist viel besser für die Umwelt. Genau. Es ist eine kleine Änderung, die einen großen Unterschied machen kann. Außerdem bieten viele Geschäfte Rabatte für das Mitbringen eigener Taschen an, was ein schöner Vorteil ist. Ja. Jedes kleine bisschen hilft, wenn es darum geht, Abfall zu reduzieren. Ich habe immer ein paar davon im Auto, damit ich sie nicht vergesse. Kluger Schachzug. Damit sollte ich auch anfangen. Machen wir es uns zur Gewohnheit, es wird sich gut anfühlen, einen positiven Beitrag zu leisten. Absolut. Ich freue mich, diesen Schritt gemeinsam zu gehen. Lektion 21: Wegbeschreibung und Navigation. Sie sollten geradeaus weiterfahren, bis Sie eine Bank sehen. Habe es. Was soll ich tun, nachdem ich die Bank passiert habe? Danach biegen Sie an der Ampel links ab. Okay, und wird das Ziel zu meiner Rechten sein? Ja, es ist nur ein paar Blocks weiter auf der rechten Seite. Großartig. Ich fühle mich jetzt sicherer, was diese Route angeht. Ich helfe gerne. Das Befolgen dieser Anweisungen sollte einfach sein. Danke schön. Ich schätze Ihre Anleitung. Jederzeit. Schauen wir uns für alle Fälle unbedingt die Karte an. Lektion 22: Neue Leute kennenlernen. Es scheint sehr unwahrscheinlich, dass wir sie jemals beim Zeitunglesen treffen werden. Das stimmt. Aber man weiß nie, wo sich Chancen ergeben könnten. Genau. Manchmal hilft es einfach, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Es geht darum, offen für neue Erfahrungen und Verbindungen zu sein. Absolut. Ich glaube, dass jede Begegnung zu etwas Sinnvollem führen kann. Ja. Selbst lockere Treffen können zu dauerhaften Freundschaften werden. Denken wir daran, wenn wir gemeinsam neue Orte erkunden. Tolle Idee. Ich freue mich darauf, unterwegs neue Leute kennenzulernen. Ich auch. Auf neue Abenteuer. Lektion 23: Abenteuer an der frischen Luft. Klar, ich könnte etwas frische Luft gebrauchen. Lass uns zum Supermarkt in der Nähe gehen.
Das klingt nach einem Plan. Es wird schön sein, ein bisschen draußen zu sein. Absolut. Außerdem können wir uns vor Ort ein paar Snacks holen. Ja. Ich liebe es, die Gänge auf der Suche nach neuen Leckereien zu erkunden. Ich auch. Es macht immer Spaß zu sehen, was im Angebot ist. Und wir können später Zutaten für das Abendessen besorgen. Tolle Idee. Machen wir eine Liste, damit wir nichts vergessen. Perfekt. Ich freue mich auf unser kleines Abenteuer. Ebenfalls. Lasst uns gemeinsam die frische Luft und den Einkaufsbummel genießen. Lektion 24, Gehaltsverhandlung. Ja, in meinem vorherigen Job habe ich erfolgreich ein höheres Gehalt ausgehandelt. Das ist beeindruckend. Welche Strategien haben Sie angewendet? Ich habe Industriestandards recherchiert und meinen Fall gut vorbereitet. Das ist klug. Bei Verhandlungen ist es wichtig, Ihren eigenen Wert zu kennen. Genau. Ich habe auch meinen Pitch geübt, um mich sicherer zu fühlen. Das macht einen großen Unterschied. Übung hilft Ihnen, effektiv zu kommunizieren. Ja, und ich blieb während der gesamten Diskussion ruhig und professionell. Das ist ein toller Rat. Ich werde das bei meiner nächsten Verhandlung im Hinterkopf behalten. Lasst uns Tipps austauschen und uns gegenseitig dabei helfen, unsere Fähigkeiten zu verbessern. Lektion 25, Kaffeepräferenzen. Hey, ich bevorzuge meinen Kaffee ohne jegliche Aromen, nur den ursprünglichen Geschmack. Das ist interessant. Ich probiere gerne verschiedene Geschmacksrichtungen aus, aber ich verstehe. Der klassische Geschmack von schwarzem Kaffee hat etwas Tröstliches. Absolut. Es unterstreicht wirklich die Qualität der Bohnen. Genau. Haben Sie eine Lieblingskaffeemischung? Ich mag mittlere Röstungen, sie schaffen eine schöne Balance zwischen Stärke und Geschmack. Das hört sich köstlich an. Für den kräftigen Kick greife ich normalerweise zu einer dunklen Röstung. Gute Wahl. Lasst uns irgendwann gemeinsam einen frischen Topf brauen. Das würde mir gefallen. Es wird eine unterhaltsame Kaffeeverkostung. Lektion 26, Hotelstandort. Es gibt ein paar zentral gelegene Hotels, die für uns praktisch wären. Das klingt perfekt. Die Nähe zu Sehenswürdigkeiten erleichtert die Erkundung. Ja, und es spart uns auch Zeit beim Transport. Genau. Haben Sie bestimmte Hotels im Sinn? Ich dachte an das Hotel mit tollen Bewertungen für Service und Ausstattung. Gute Idee. Es ist immer schön, an einem bequemen Ort zu übernachten. Außerdem können wir Restaurants und Geschäfte bequem zu Fuß erreichen. Ich liebe das. Lassen Sie uns bald unsere Unterkunft fertigstellen. Vereinbart. Ich freue mich auf unsere Reise. Lektion 27, Sportlerinnen. Vor allem in der Sowjetunion und Ostdeutschland förderten sie Sportlerinnen auf höchstem Niveau. Das ist faszinierend. Es zeigt, wie Sport Barrieren überwinden kann. Ja, und es hat dazu beigetragen, die Gleichstellung der Geschlechter in der Leichtathletik zu fördern. Genau. Diese Länder investierten viel in ihre Sportprogramme. Es ist beeindruckend zu sehen, wie weit der Frauensport seitdem gekommen ist.
Absolut. Heutzutage gibt es so viele talentierte Sportlerinnen. Feiern wir ihre Erfolge und unterstützen wir Frauen im Sport. Das würde mir gefallen. Es ist wichtig, weiterhin auf Gleichberechtigung zu drängen. Gemeinsam können wir einen Unterschied bei der Förderung des Frauensports machen. Lektion 28: Veränderungen annehmen. Das stimmt. Wenn etwas nicht so klappt, wie Sie es geplant haben, machen Sie einfach das Beste aus der Situation. Absolut. Es geht darum, sich anzupassen und den Silberstreif am Horizont zu finden. Ja, die Suche nach dem Schönen in Herausforderungen kann zu Wachstum führen. Genau. Es ist eine großartige Einstellung im Leben. Ich habe gelernt, dass Flexibilität oft zu unerwarteten Chancen führt. Ich auch. Veränderungen anzunehmen kann unglaublich lohnend sein. Erinnern wir uns gegenseitig daran, angesichts von Rückschlägen positiv zu bleiben. Das würde mir gefallen. Unterstützung ist der Schlüssel zur Überwindung von Hindernissen. Gemeinsam können wir Herausforderungen in Triumphe verwandeln. Lektion 29: Wochenendausflug. Hey, ich habe Lust auf einen Kurzurlaub. Irgendwelche Ideen für einen Wochenendausflug? Wie wäre es mit einem Strandziel? Es ist perfekt zum Entspannen. Das klingt erstaunlich. Ich könnte etwas Sonne und Sand gebrauchen. Genau. Nur wenige Stunden entfernt gibt es einige tolle Orte. Werfen wir einen Blick auf Unterkünfte und Aktivitäten, während wir dort sind. Gute Idee. Wir sollten auch ein paar lustige Ausflüge planen. Ich freue mich darauf, neue Orte zu erkunden und zu entspannen. Ich auch. Ein Wochenendausflug wird eine erfrischende Abwechslung sein. Machen wir es bald möglich. Lektion 30: Werte der industriellen Revolution. Es ist von wesentlicher Bedeutung, die industrielle Revolution für unsere Werte des freien Unternehmertums, des Naturschutzes und des menschlichen Anstands nutzbar zu machen. Absolut. Es ist von entscheidender Bedeutung, den Fortschritt mit ethischen Überlegungen in Einklang zu bringen. Ja, wir müssen sicherstellen, dass Fortschritte allen zugutekommen und nicht nur einigen. Genau. Nachhaltigkeit sollte im Vordergrund unserer Entwicklungen stehen. Und die Förderung des menschlichen Anstands in Geschäftspraktiken ist von entscheidender Bedeutung. Ich stimme zu. Unternehmen sollten ihrer sozialen Verantwortung Priorität einräumen. Lassen Sie uns in unseren Diskussionen und Aktionen für diese Werte eintreten. Das ist ein toller Plan. Gemeinsam können wir positive Veränderungen vorantreiben. Ich freue mich darauf, etwas zu bewirken. Lektion 31: Fokus auf Makronährstoffe. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Achten Sie auch auf Ihre Makronährstoffzufuhr? Ja, das tue ich. Es ist wichtig, um meine Mahlzeiten auszugleichen und gesund zu bleiben. Das macht Sinn. Die Kenntnis der richtigen Verhältnisse kann bei der Erreichung Ihrer Fitnessziele wirklich hilfreich sein. Genau. Ich strebe eine gute Mischung aus Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten an. Das ist ein kluger Ansatz. Es hilft, das Energieniveau den ganzen Tag über aufrechtzuerhalten. Absolut. Darüber hinaus kann es die Gesamtleistung beim Training verbessern. Ich sollte anfangen, meine Aufnahme genauer zu überwachen. Es ist eine tolle Idee. Lassen Sie uns Tipps zur Essensplanung geben.
Das würde mir gefallen. Gemeinsam können wir Verantwortung übernehmen. Lektion 32. Verkauf von Kunstbedarf. In einem Laden, den ich kenne, gibt es oft Sonderangebote für Malutensilien. Das klingt vielversprechend. Ich könnte einige neue Materialien für meine Projekte gebrauchen. Ja, möglicherweise haben Sie das, was Sie brauchen, zu einem günstigeren Preis. Das ist fantastisch. Ich liebe es, gute Angebote für Qualitätsartikel zu finden. Ich auch. Es macht die Beschäftigung mit Kunst erschwinglicher. Genau. Außerdem kann ich mit neuen Techniken experimentieren, ohne mein Budget zu sprengen. Schauen wir es uns dieses Wochenende gemeinsam an. Das würde mir gefallen. Künstlerbedarf einzukaufen macht immer Spaß. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir finden. Lektion 33. Kätzchen Überraschung. Ich öffnete meine Augen und sah mein Kätzchen dort stehen. Das ist bezaubernd. Kätzchen können so neugierige kleine Wesen sein. Ja, es war mein Kätzchen, das unerwartet auf mein Bett gesprungen war. Wie süß. Hat sie dich mit ihren Possen geweckt? Das hat sie definitiv getan. Ich liebe es, wie verspielt und energiegeladen sie ist. Kätzchen haben doch die Gabe, den Morgen aufzuhellen, nicht wahr? Absolut. Ihr kleines Schnurren brachte mich sofort zum Lächeln. Es ist erstaunlich, wie Haustiere Freude in unser Leben bringen können. Ich kann nur zustimmen. Sie ist zu einem so großen Teil meines Tages geworden. Lektion 34. Koboldgeschichten. Haben Sie von der Legende der Kobolde gehört? Sie sagen, sie leben auf der anderen Seite des Regenbogens. Wirklich? Ich habe immer gedacht, es sei nur ein Märchen. Was machen sie dort? Anscheinend verteilen sie Gold an jeden, der es bis zum Ende des Regenbogens schafft. Das klingt unglaublich. Stellen Sie sich vor, Sie finden einen Topf voll Gold. Was würdest du damit machen? Ich würde die Welt bereisen und jedes verborgene Juwel erkunden. Und du? Ich denke, ich würde einen Teil für wohltätige Zwecke spenden und den Bedürftigen helfen. Das ist eine wunderbare Idee. Es ist schön, von solchen Abenteuern zu träumen, nicht wahr? Absolut. Wer weiß, vielleicht finden wir eines Tages unseren eigenen Regenbogen. Und wir werden unsere eigene Koboldgeschichte zu erzählen haben. Lektion 35. Ein Haustier auswählen. Nun, Sie könnten auch einen kleinen Vogel wie einen Wellensittich in Betracht ziehen. Das klingt nach einer tollen Option. Sie sind so freundliche kleine Wesen. Genau. Wellensittiche können sehr anhänglich sein und es macht Spaß, sie zu beobachten. Ja, und sie benötigen nicht so viel Platz wie größere Haustiere. Das stimmt. Sie eignen sich perfekt für Wohnungen oder kleinere Häuser. Ich schätze auch, wie einfach sie zu pflegen sind. Definitiv. Außerdem können sie mit ihrem Zwitschern recht unterhaltsam sein. Ich denke, ein Wellensittich könnte eine wunderbare Ergänzung für mein Zuhause sein. Ich stimme zu. Es wird etwas Freude und Leben in ihren Raum bringen.